Münchner Jakobsweg, Etappe 13, von Kempten nach Weitnau. Am 19. Juni 2024 beginne ich meine letzten 4 Tage auf dem Münchner Jakobsweg. Ich setze mich in einen Regionalzug nach Kempten, steige dort aus und laufe dann zu meinem Hotel. Auf dem Weg hole ich mir in der Kirche St. Mang noch einen Aufklebe-Pilgerstempel. Im Hotel angekommen beziehe ich mein Zimmer und nehme dann vor dem Hotel noch einen kleinen Imbiss zu mir. Natürlich mit einem Allgäuer Büble Pilgerweißbier. Wenn dir mein Video gefällt, bitte ich dich, es zu liken und meinen Kanal mit dem Klick auf die Muschel zu abonnieren. Guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 20. Juni 2024 und ich starte heute wieder mal eine Etappe des Münchner Jakobsweges. Ich habe genächtigt im Fürstenhof, eine fürstliche Unterkunft, habe noch fürstlich gefrühstückt und jetzt mache ich mich auf den Weg und heute geht es nach Weitnau. Davor schaue ich mir noch die Stadt von Kempten ein bisschen genauer an. Hier vor uns sehen wir das Kemptner Rathaus. Nachdem Kempten einmal eine freie Reichsstadt war, die nur dem deutschen Kaiser unterstellt war, sehen wir hier auch das Habsburger Wappen, den Doppeladler auf den Turmspitzen. Hier befinden wir uns in der Gegend von der St. Lorenzkirche. Und die hat gerade mich noch mit einem Glockengeläut willkommen geheißen. Und in der Kirche gibt es wohl auch einen Pilgerstempel, den werde ich jetzt mal suchen. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket. All alone. I think it's time for me to go. Burn all bridges, all I know. Falls ihr noch nie in Kempten gewesen seid, die Stadt lohnt einen Besuch. Sie basiert auf einer alten keltischen Siedlung namens Campodunum, die dann von den Römern erobert wurde. Und es gibt hier auch eine archäologische Zone, wo man sich die alte Römerstadt bzw. die Überreste anschauen kann. Und ja, ich habe das schon mal gemacht in der Vergangenheit, darum bin ich da heute nicht vorbei. Und auch die Innenstadt ist allerliebst. Und tja, also gerade auch in Bezug auf das Spiel von Schottland gestern gegen die Schweiz und Schottland gegen Deutschland bei der Europameisterschaft. Wir haben alle keltische Ursprünge. Auch hier waren die Kelten und die Kelten waren weit verbreitet in Europa bis nach Schottland und auch bis nach Galicien. Eben Santiago liegt in Galicien und Galicien ist auch ein keltisches Gebiet. Deshalb gibt es da auch Dudelsäcke oder die Gaitas. Ja, und jetzt laufe ich so allmählich aus Kempten raus und werde mich dann bei der nächsten Station wieder melden. I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches, time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye bye. Let's have a toast.
Ja, jetzt befinde ich mich hier in Mariaberg und habe da mir in der kleinen Kapelle, die es hier gibt, meinen nächsten Pilgerstempel geholt. Und jetzt stehe ich hier an einem Wegkreuz und meine Camino Love App sagt mir, dass der Weg in die eine Richtung weitergeht, die andere App sagt die andere Richtung und so. Jetzt habe ich eine Einheimische getroffen hier und sie nach dem Weg gefragt und das hatte mir einen Weg genannt, wie ich gehen kann nach Ermengerst. Ja, und ich mache mal einen kleinen Schwenk und zeige euch mal, wie es hier so ausschaut. Vögel zwitschern. Allerlieblichste. Hier bei dem kleinen Weiher ziehen anscheinend einige Rotmilane ihre Kreise. Das waren jetzt Krähen. Da geht es weiter. Weiter geht es entlang der Trasse des ehemaligen Isny-Bähnle zum ehemaligen Bahnhof in Ermengerst. In Ermengerst gibt es dann auch eine Kapelle von Johannes dem Täufer, wo ich wieder einen Pilgerstempel bekomme. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. Nachdem ich mich in das Kirchenbuch eingetragen habe, breche ich auf Richtung Buchenberg. Dort laufe ich einen langen Radweg entlang und ja, es dauert ein bisschen länger. Ich treffe immer wieder auf Fahrradfahrer und befinde mich anscheinend immer noch an der Trasse des ehemaligen Isny-Bähnle. Nachdem ich die Bekanntschaft einiger freundlicher Schafe gemacht habe, laufe ich endlich in Buchenberg ein. Im Landgasthaus Sommerau treffe ich am Nebentisch auf eine Pilgerin, die vor 30 Jahren von Barcelona aus nach Santiago de Compostela gepilgert ist. In der Buchenberger Kirche hole ich mir den nächsten Pilgerstempel. In der Buchenberg habe ich jetzt auf einer Bank Rast gemacht, um meine Schuhe neu zu schnüren und bekomme da einen Besuch von einer absoluten Schmusekatze. Nach Buchenberg geht es jetzt durch den Wald und es hat angefangen zu regnen. Aber was ist mir das? Das ist mir wurscht, weil ich nämlich meinen Trekkingschirm habe und ich jetzt quasi trockenen Fußes durch den Regen laufen kann. Der Weg nach rechtes zieht sich recht und es will schier nicht zu regnen aufhören, aber am Ende klart dann der Himmel doch auf und der Weg ist eigentlich ganz schön.
nach rechtes mit dem nächsten Pilgerstempel passiert mir etwas, was mir auf dem Münchner Jakobsweg noch nie passiert ist. Ich treffe auf 3 Pilgerinnen, die denselben Weg laufen wie ich. Wir laufen den Weg von rechtes Richtung Weidnau gemeinsam und beschließen, uns am Abend in Weidnau eventuell zu treffen auf ein Bierchen. Und wir werden auch alle 4 in der Pilgerherberge in Scheideck übernachten. Nachdem ich mein Zimmer im Gasthof Krone bezogen habe, lasse ich den Abend in trauter Runde schön ausklingen. Ich habe die Etappe von Kempten nach Weidnau abgekürzt, indem ich vom Hotel Fürstenhof losgelaufen bin und nicht direkt vom Bahnhof. Dadurch habe ich nur 26,1 Kilometer gehabt, aber von 8:30 Uhr bis 19:30 Uhr bin ich insgesamt mit Pausen 11 Stunden unterwegs gewesen. Die Höhenmeter seht ihr hier in der Angabe. Wie es am nächsten Tag weitergegangen ist, verrate ich dir in meinem nächsten Video.